Die Motorradsaison neigt sich dem Ende entgegen. Darum sollte meine letzte Ausfahrt in diesem Jahr ein besonderes Highlight werden. Ich habe mich nämlich auf den Weg gemacht zu einem Oldtimer-Treffen bei mir in der Nähe. Die hatten mich extra schriftlich eingeladen, nachdem sie nun zwangsweise 2 Jahre lang pausieren mussten. Mein Weg führt mich heute also in das kleine Dörfchen Königseckwald. Und wenn ihr mit diesem Namen Sportwagen verbindet, dann habt ihr vollkommen recht. Manchmal frage ich mich, ob die anderen mich alle nur überholen, weil sie Angst haben, dass sie hinter mir noch Lungenkrebs kriegen. Wenn mir andere Zweitakter begegnen, dann genieße ich eigentlich den Geruch, der danach an meiner Nase vorbeizieht. Von meiner eigenen MZ bekomme ich davon eigentlich gar nichts mit. Mein letztes Video, die Motorradtour aufs Stilfser Joch, in dem ich ja so einiges erzählt habe, ist sehr gut angekommen. Ich weiß bloß nicht, ob es an den Bildern oder an meinem Gequassel lag. Wie ich vorher sagte, fahre ich heute nach Königseckwald. Das ist in Oberschwaben, irgendwo zwischen Ravensburg und Sigmaringen. Und der Name Königseck könnte euch bekannt vorkommen. Das ist so ein skandinavischer Sportwagenhersteller. Geht quasi zurück auf ein Adelsgeschlecht, das sich in den Kopf gesetzt hat, Sportwagen bauen zu müssen. Und dieses Adelsgeschlecht hat einen Sitz in Oberschwaben, im Königseckwald. Daher kommt es auch ab und zu Sportwagentreffen in diesem Ort. Aber bevor ihr euch jetzt zu viel freut, nein, heute findet kein Sportwagentreffen statt. Denn in Königseckwald gibt es nicht nur ein altes Adelsgeschlecht, es gibt dort auch eine Brauerei und eine Feuerwehr. Und diese beiden veranstalten in regelmäßigen Abständen zusammen ein Oldtimer-Treffen. Und da fahre ich jetzt hin. Ich werde also jetzt diese Fahrt hier aufnehmen und hinterher auch meine Ankunft und meinen Rundgang dort dokumentieren. Ihr werdet erstaunt sein, was es dort alles gibt, vom Moped bis zum Traktor. Also schaut euch das ganze Video an. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich auch mal Werbung in eigener Sache machen. Wenn euch also dieses Video und mein ganzer Kanal sehr gut gefallen, dann gebt mir einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar, abonniert meinen Kanal und wenn euch das alles noch nicht reicht, findet ihr auf meinem Kanal auch einen Link zu PayPal, falls ihr mich mit einer kleinen Spende finanziell unterstützen wollt für meine nächsten Projekte. Ich hatte ja schon mal Fahrvideos gezeigt, wie ich durch diese Gegend hier fahre und habe dabei auch einige Kommentare bekommen, was das eigentlich für eine tolle Gegend sei, in der ich dort lebe und unterwegs bin. Und das ist vollkommen richtig. Das ist nämlich das Auenland. Nein, das Auenland ist es nicht, das ist Oberschwaben. Auenland hat es mal der geniale Thorsten Sträter genannt. Den habe ich mal live gesehen in Friedrichshafen am Bodensee und der sagte so, hey, ihr lebt hier im Auenland. Im Ruhrpott, wo ich herkomme, da ist alles viel schlimmer. Und ich glaube, in dem Moment hat er wirklich keinen Witz gemacht. Das hier ist eine wunderbare Gegend und ich könnte mir keine bessere Gegend vorstellen zum Leben und zum MZ-Fahren. Nicht auszudenken, wenn ich erst durch irgendwelche Großstädte fahren müsste. Dafür ist die Schaltung und die Kupplung der MZ einfach nicht gut gemacht. Hier seht ihr jetzt ein neues Gimmick, das ich ausprobiert habe. Meine GoPro Hero 5, die ich mir für die Stilfser Joch-Tour gekauft habe, die nimmt GPS-Daten auf und die kann man hinterher einblenden als Tacho. Ich sag mal, ihr könnt auch meinen richtigen Tacho sehen, aber so ist das Ganze noch etwas deutlicher und verifiziert durch GPS-Daten.
Wir nähern uns dem Zielort und da vorne, was da so neonfarben glänzt, das ist ein anderer Oldtimer-Fahrer. Ich bin jetzt einfach mal ruhig, dann könnt ihr auch diesen Motor hören. Ich erzähle nachher noch was zu der Maschine. Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus. Nun ja, das war keine Kunst. Ich glaube, es war eine NSU. Berichtigt mich, wenn ihr es besser wisst. Aber erstaunlicherweise ein Viertakt-Einzylinder mit 100 Kubik oder so. Also klar unterlegen. Leichtes Spiel habe ich natürlich auch mit diesen Traktoren hier, die dasselbe Ziel haben wie ich. Im Folgenden seht ihr meinen Endspurt zum Ziel hin und da habe ich jetzt nochmal den Gashahn aufgerissen und glaubt mir, auch wenn da jetzt keine 100 auf dem Tacho steht, das fühlt sich richtig schnell an. Damen und Herren, wir begeben uns in den Landeanflug auf Königseckwall. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Sitzposition und klappen Sie Ihre Tischchen hoch. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, er hat mich herzlich willkommen geheißen und ich solle bitte einmal um den Block herumfahren und dort mein Fahrzeug abstellen. Ich lebe schon seit einigen Jahren hier und verstehe die Einheimischen, auch wenn ich selbst ihre Sprache nicht beherrsche.
Man sieht sich immer zweimal im Leben. Nein, wenn du immer unterwegs schon aus dem Handtuch drückst. Ja, ich wusste auch nicht, wo ich es hinstecken soll. Und du hast keinen Platz. Ja, eben. Ja, ich habe versucht drauf zu sitzen. So, jetzt noch schnell den Steckbrief ausfüllen und dann geht's auf Rundgang. Wir sind hier also beim Königsecker Walderbräu. Das ist eine kleine Brauerei und die ist echt sympathisch, wie ihr sehen könnt. Also, ich kann jetzt nicht zu allen Fahrzeugen hier was sagen. Das sind Unimogs, ne? Also da stehen natürlich hier unten im Süden die Leute total drauf. Dann die größeren Fahrzeuge hier, so alter, keine Ahnung, Opel oder was das sein könnte, Magiros, was immer. Schlepper interessieren mich ja gar nicht. Aber wenn mich Schlepper interessieren würden, dann Schlüter. Also diese Schlütergeräte, die sind so der Hammer. Hier als Cabrio mit rotem Ledersitz. Also das ist wirklich was für den Samstagabend vor die Disco fahren. Und hier alles picobello. Also das ist der Lamborghini unter den Traktoren, würde ich mal sagen. Die waren zu gut für den Markt, die gibt es heute nicht mehr. Und ansonsten dann halt viele tolle Autos. Hier Mercedes ohne Ende. Aber auch hier Youngtimer, der Opel gefällt mir. Citroën DS, natürlich, ja, göttlich. DS eben. Und das hier, das ist ein sogenanntes Rattenauto, Red Car. Jedes Detail ist einfach nur wahnsinnig. Also Rattenauto heißen die Dinger immer. Der hat jetzt sogar vorne eine Ratte eingebaut, also total hirnverbrannt und innen wird es dann noch bunter, ja, mit Holzsitzen und einer Axt zum Tür aufmachen, keine Ahnung, ja. Ami-Schlitten dürfen natürlich auch nicht fehlen. 50er Jahre und Anfang 60er Bauerjahre, das sind natürlich göttliche Karosserien, muss man einfach mal so sagen. Flüsterleise sind die Dinger im Standgas, nicht wahr? Und auf was für Details die hier achten. Der hat sich hier so ein Fastfood-Brett hingeklemmt. Sag mal, Oldtimer-Fahrer sind ja echt verrückt, dagegen bin ich ja wirklich ein Spießer. Opel GT, ganz vorne dabei auf meiner Wunschliste, also so im Traum, ne? NSU Ro 80, Wankelmotor. Wenn man sowas mal fahren könnte, nicht auszudenken. Ein einziger Trabi hat es auch hierher geschafft. Passt ganz gut neben das Gogo-Mobil daneben. Und noch ein Rattenauto. Verrückt, was die machen. Schaut mal, da mit so Flicken aufgenietet und, keine Ahnung, geätzt. Hier ein total interessanter VW, dessen Namen ich schon vergessen habe. Irgendwie eine vergessene Baureihe. Das lief irgendwie neben VW Käfer, aber war nicht so erfolgreich. Faszinierend fand ich diese Bandbreite an Fahrzeugen, vom noblen Briten bis zum billigen Italiener. Und dann kamen natürlich da die Mopeds, die allgegenwärtigen Simsons und Vespas, die ein friedliches Miteinander hier unten im Süden hegen. Dann Youngtimer Motorräder. Oldtimer Motorräder. Und kaum zu glauben, noch eine MZ ES 150, ein Schwestermodell. Aber ein bisschen zu schick für meinen Geschmack. Darum kam ich schnell wieder zurück auf meine MZ und habe mich dann bald auch wieder auf den Heimweg gemacht. Es war ein schöner Tag. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter begleitet.